Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es ein Update in dem vermissten Fall von Arthur Lorenz. Es hatten ja schon einige gefragt, ob es in dem Fall etwas Neues gibt. Zu dem Fall hatte ich bereits am 24. Mai 2024 ein Video erstellt, da ich von jemandem aus der Community auf diesen vermissten Fall aufmerksam gemacht wurde. Da bestimmt nicht alle das Video gesehen haben, werde ich den Fall einmal kurz zusammenfassen und natürlich auch den Link zu dem ursprünglichen Video in der Beschreibung hinterlegen. Bei dem vermissten Fall Arthur Lorenz geht es um einen Mann, der in Portugal mit seinem Camper in Eigenbau unterwegs war und verschwunden ist. Den bisherigen Spuren nach zu urteilen, kann man davon ausgehen, dass Arthur Lorenz einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Allerdings scheint dieser Fall in Deutschland kaum jemanden zu interessieren. Also damit meine ich jetzt nicht euch als Zuschauer oder ähnliches, sondern die Medien. Denn in Deutschland hat bisher nur die Regionalausgabe der Bild in Baden-Württemberg über den Fall berichtet und die Zeitung Stimme.de. Diese allerdings hinter einer Paywall. Und das war's dann auch schon. Im Prinzip bin ich neben diesen beiden Zeitungen der Einzige, der versucht, den Fall verstärkt an die Öffentlichkeit zu bringen. In dem Forum All-Mystery findet ihr auch nochmal ein paar Informationen zu dem Fall und auch dort ist mein Video hinterlegt. Die Videos zu diesem Fall erstelle ich übrigens in Abstimmung mit der Schwester des vermissten Arthur Lorenz. In Portugal wird deutlich mehr über diesen Fall berichtet, allerdings leider auch in recht kurzen Berichten. Arthur Lorenz war schon eine längere Zeit in Portugal unterwegs und er hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, komplett nach Portugal auszuwandern. Er wollte dort Yoga-Retreats anbieten und hatte auch mit dem Gedanken gespielt, mit dem Vater Tiny Houses zu bauen und diese zu vermieten. Allerdings waren dann die Preise dafür zu hoch und Arthur Lorenz entschied sich dann wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Insgesamt war er 6 Monate in Portugal mit kleineren Unterbrechungen, in denen er nach Deutschland gefahren ist. Er war zuerst eher an der Algarve unterwegs und später dann mehr Richtung Norden. Die letzte bestätigte Sichtung von Arthur Lorenz ist vom 4.5.2024 und zwar hat ein Felipe, ein portugiesischer Abenteuercamper, Arthur Lorenz auf einem Flyer erkannt. Diese Sichtung wurde noch einmal dadurch bestätigt, dass auf Fotos, die dieser Felipe gemacht hat, im Hintergrund der Camper von Arthur Lorenz zu sehen ist. Also ist das dann klar eine Zeugenaussage, auf die man sich verlassen kann. Und dass dies der Campervan von Arthur Lorenz war, ist auch sicher, denn bei dem Campervan handelte es sich um einen Eigenumbau. An diesem 4.5.2024 hat Arthur Lorenz dann auch noch letztmalig mit seinem Vater telefoniert. Der letzte Zeuge, Felipe, hat den Stellplatz Miradoro Santa Lucia gegen 22 Uhr an diesem 4.5. verlassen. Und zu diesem Zeitpunkt stand der Campervan von Arthur Lorenz noch dort. Von einer anderen Camperin wurde dann mitgeteilt, dass am 5.5. der Campervan von Arthur Lorenz dort nicht mehr gestanden hat. Die Nachricht des Zeugen Felipe erreichte die Familie allerdings erst am 10. Mai, also 5 Tage nach dem Verschwinden von Arthur Lorenz, und man hat sofort alles versucht, die Polizei in Viseu zu aktivieren. Das gab aber dann ein paar Probleme wegen der mangelnden Englischkenntnisse der Polizei. Und man teilte der Familie dann aber irgendwann mit, dass sich ein Suchtrupp nach ihrem Bruder dorthin begeben wird, also zu dem Parkplatz, wo der Campervan zuletzt abgestellt war. Allerdings erfuhr die Familie dann am nächsten Tag, dass dieser Suchtrupp lediglich ein Streifenwagen war, der nur feststellte, dass das Auto von Arthur Lorenz dort nicht mehr stand. Aber das wusste die Familie ja schon vorher.
Der Zeuge Felipe ist dann nochmal zu dem Platz gefahren, wo der Campervan stand und stellte fest, dass genau an dem Stellplatz, an dem der Van von Arthur Lawrence stand, Autoglasscherben lagen. Und alle Informationen hat die Familie natürlich sofort immer an die deutsche und an die portugiesische Polizei weitergegeben und auch an die deutsche Botschaft. Allerdings brachte der Fund der Autoglasscherben auch wenig Reaktion. Diese wurden nie eingesammelt, untersucht, geschweige denn am Ort irgendwelche Spuren gesichert. Ein anderer hilfsbereiter Deutsch-Portugiese ist dann noch einmal dorthin gefahren, hat das Feld abgesucht und diese Glasscherben gesichert, falls diese doch irgendwann mal jemand analysieren möchte. Fast über 2 Wochen nach dem Überfall, so sieht es ja auf jeden Fall aus, wenn dort Autoglasscherben liegen, hat sich dann wohl die Kriminalpolizei von Coimbra eingeschaltet und zum ersten Mal aus Portugal Infos zu Arthur Lawrence eingefordert. Zum Beispiel die Gerätenummern seiner Apple-Geräte. Am 21.05. hat die Familie dann von einem Portugiesen die Info bekommen, dass das Auto von Arthur Lawrence gefunden wurde und das Fahrzeug war ausgebrannt. Auffällig war dabei, dass das Auto nach dem Abbrennen wohl versucht wurde, weiter zu entfernen, denn es befand sich ein paar Meter entfernt von der eigentlichen Brandstelle. Da der Boden dort aber wahnsinnig schlammig ist, sind sie wohl nicht so weit gekommen. Der komplette Campervan war ausgebrannt und auch eben sein E-Bike und das MacBook von Arthur Lawrence. Ja, was könnte man von Arthur Lawrence denn gewollt haben? Anscheinend ist da irgendetwas aus dem Ruder gelaufen, denn die Familie hat erfahren, dass in Viseu es wohl des Öfteren zu solchen Raubüberfällen auf Camper kommt und meist werden die Insassen mit einem Messer bedroht, aus dem Wagen geschmissen und dann fährt man mit dem Wagen davon. Und man könnte insgesamt davon ausgehen, dass bei dem Fall von Arthur Lawrence etwas schiefgegangen ist und man später noch versucht hat, alle Spuren zu beseitigen. Aber das ist eine Theorie der Familie und die würde ich auch teilen, möchte ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt habe ich den Fall nochmal kurz zusammengefasst und jetzt kommen wir mal zu den Neuigkeiten. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal mit der Schwester von Arthur Lawrence geschrieben und ja, man hat dort nochmal anderweitig Hilfe in Anspruch genommen. Die Schwester hat mir Folgendes geschrieben. Man kann darüber denken, was man will, aber wir haben mehrmals den Hellseher Michael Schneider empfohlen bekommen. Michael Schneider war hier ja auch schon oftmals Thema bei den Videos und auch ich habe mich zu Michael Schneider geäußert. Die Schwester schrieb dann weiter, also haben wir ihn einfach mal kontaktiert. Und keine 10 Minuten später schickte er mir genaue Koordinaten, wo der Körper meines Bruders sein soll. Ja, die Familie hat dann Menschen in Portugal gefunden, die dort hingefahren sind zu dem Punkt oder dem Bereich, den Michael Schneider genannt hat. Das war ein Bereich 5 Kilometer vom Überfallort, also man geht hier ganz klar von einem Überfall aus, also 5 Kilometer von diesem Überfallort entfernt. Dort ist es ziemlich bergig und es gibt viele Wälder. In dem Bereich, den Michael Schneider nannte, ist es dicht bewachsen und das ist kein Bereich, wo man einfach so vorbeiläuft. Also normalerweise geht dort kein Mensch hin, wenn er nicht irgendeinen besonderen Grund hat. Und tatsächlich an dieser Koordinate, die Michael Schneider nannte, befand sich dann ein schwarzer Pullover. Auf diesem befanden sich Flecken und es waren höchstwahrscheinlich Blutflecken. Eben mitten in diesem dicht bewachsenen Wald. Und Arthur Lawrence wurde zuletzt ja am 4.5. gesehen und zu diesem Zeitpunkt hat er einen schwarzen Pullover getragen. So haben es die Zeugen auf jeden Fall gesagt. Und dieser Pullover hat die Größe und ist auch von der Kleidermarke, die Arthur Lawrence immer getragen hat.
Also wie schon gesagt, ich halte ja normalerweise nicht viel von Michael Schneider, weil er sich ja, so war es auf jeden Fall in den Medien immer, er sich sehr massiv aufgedrängt hat und auch eben wegen des Falls von Scarlett S., wo ich ja dann mit der Familie beziehungsweise mit dem Freundeskreis, die auch diese Facebook-Seite erstellt haben, dass Scarlett gesucht wird, zusammengearbeitet habe und die mir dann auch mitgeteilt haben, dass sie mit Michael Schneider nicht mehr zusammenarbeiten wollen und ich dann kurz danach auch Stress mit einem anderen YouTube-Kanal hatte, die Michael Schneider wohl immer so ein bisschen als Aufhänger hatte, wenn es um den Fall von Scarlett ging. Das aber nur im Nebenbei. Aber wenn er in diesem Fall richtig gelegen haben sollte, finde ich das super und werde dann meine Meinung in Richtung Michael Schneider auch revidieren. Ja, die Familie hat es natürlich der Polizei gemeldet, aber die Polizei hat es dann wohl als nicht relevant erachtet, eben weil das Ganze über einen Hellseher erfolgte. Und vielleicht hat der Name Michael Schneider da auch schon ein negatives Image gehabt. Allerdings ist es so, dass die Polizei allen Spuren nachgehen sollte. Nein, sie muss sogar allen Spuren nachgehen. Und wenn dort ein Pullover gefunden wird, der vermutlich Blutflecke hat, der die Größe des Vermissten hat und dass dann auch noch die Marke des Vermissten ist, die er bevorzugt gekauft hat und er bei der letztmaligen Sichtung dann auch noch einen schwarzen Pullover getragen hat, dann sollte man da dieser Spur mal ganz genau auf den Grund gehen. Es muss nichts bedeuten, es kann nichts mit dem Fall zu tun haben, aber hier deuten doch einige Punkte darauf hin, dass dieser Pullover etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Ich habe euch hier auch nochmal ein kleines Video eingeblendet, wo ihr seht, wie dicht das Ganze dort ist, wo man diesen schwarzen Pullover gefunden hat. Es wurde dann vor Ort, also es sind dort wohl viele nette Menschen, die der Familie helfen, also ein kleiner oder ein Suchtrupp zusammengestellt, die dann dort vor Ort nochmal gesucht haben. Leider konnten die aber nichts weiteres finden. Aber dort gibt es auch ein Feld, welches kaum zu überschauen ist. Und die Schwester schreibt dazu, 2 Meter neben dir könnte was liegen und du würdest es nicht sehen, weil alles voller Farn ist. Und auch wenn man es entfernt, wächst es innerhalb von 2 Wochen wieder nach. Und dann kommt die Schwester nochmal eben darauf zurück, dass das Ganze eben sehr, sehr zermürbend ist. Als das Autoglas damals gefunden wurde an dem Standort, wo der Wagen stand, haben sie ewig drum kämpfen müssen, dass die Polizei sich das einmal vornimmt, also überprüft. Lange hieß es von der Polizei, es könnte ja auch Glas von Alkoholflaschen sein. Oder später dann könnte ja auch von jedem anderen sein. Ja gut, kann, natürlich. Aber dann untersucht man das bitte eben. Und dann kann man sagen, okay, hat nichts damit zu tun, können wir die Spur abhaken. Oder man stellt fest, oh, das könnte tatsächlich zu dem Campervan gehört haben. Erst 2,5 Wochen später ist das Glas dann untersucht worden. Und es konnte dem Campervan, dem Vito von Arthur Lawrence zugeordnet werden. Und das gleiche Spielchen gibt es jetzt wieder mit dem Pullover. Augenscheinlich befinden sich auf diesem Pullover Blutflecken. Also generiert man aus diesen vermutlichen Blutflecken eine DNA und gleicht diese mit der DNA von Arthur Lawrence ab. Wenn jetzt kein Spurträger mehr vorhanden ist, also auch in Deutschland nicht keine Zahnbürste oder Haarbürste, kann man dies dann auch mit den Verwandten abgleichen und dann feststellen, dass dies mit Sicherheit oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Pullover ist, der von Arthur Lawrence getragen wurde. Oder eben nicht. Ist es nicht der Pullover von Arthur Lawrence? Gut, kann man diese Spur abhaken. Es ist schon, möchte ich sagen, negativ interessant,
wie wenig man sich um diesen Fall kümmert. Die Polizei dort nimmt Spuren nicht ernst, es wird nichts untersucht, es gibt Ausflüchte. In den deutschen Medien ist dieser Fall nicht präsent. Also ein ganz merkwürdiger Fall. Ich werde diesen Fall aber auf jeden Fall auch in Zusammenarbeit mit der Schwester weiter begleiten und euch auch dann eben Hintergrundinformationen bieten können, was dort so passiert, beziehungsweise was dort nicht passiert. Und gerade eben, weil dieser Fall in den Medien hier in Deutschland nahezu überhaupt nicht präsent ist, bitte ich euch, dieses Video so oft wie möglich zu teilen. Eben auch gerne auf Facebook-Seiten, in WhatsApp-Gruppen oder ähnliches. Und was eben auch sehr wichtig ist, wenn ihr irgendwelche Kontakte nach Portugal habt, dass ihr das Video dorthin teilt. Ich wollte das Video eigentlich portugiesisch untertiteln. Das war bisher bei YouTube ohne Probleme möglich. Allerdings jetzt nicht mehr. YouTube hat da was umgestellt und zwar wird dort jetzt immer die Sprache, die gerade gesprochen wird, dann als Untertitel angezeigt. Aktuell kann man nur noch standardmäßig Untertitel in Englisch auswählen, außer es sind die ganz großen Kanäle, die Millionen von Abonnenten haben. Dort kann man teilweise dann auch viele andere Sprachen als Untertitel auswählen. Das aber nur nebenbei, falls sich irgendjemand fragen sollte, ja, wenn das in Portugal geteilt werden soll, wieso gibt es denn keine portugiesischen Untertitel? Es gibt englische Untertitel, mehr kann ich in dem Fall leider nicht anbieten. Ich habe alles versucht, aber es gibt da leider keine andere Möglichkeit. Es sei denn, es gibt jemanden, der mir auf den deutschen Text portugiesische Untertitel schreiben kann, dann bin ich natürlich gerne bereit, diese portugiesischen Untertitel dort einzufügen, sofern das immer noch möglich ist. Also wenn jemand portugiesische Untertitel schreiben kann, dann mich am besten per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail habe ich in der Videobeschreibung unter dem Link zu dem Originalvideo hinterlegt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!